Australien, 1978. In einer Samstagnacht nimmt nahe eines Surfclubs eine schreckliche Tragödie ihren Lauf. Er liegt an der Barrenjoey Road. Es ist kurz nach Mitternacht, als die 18-jährige Trudie Adams die Party des Clubs verlässt. Da keine öffentlichen Busse fahren, beschließt sie, nach Hause zu trampen. Sie wird nie wieder gesehen. Auch noch nach 40 Jahren verfolgt dieser ungelöste Fall die Gemeinde und die Familie. Die Spur führt zu einem Gewaltverbrecher, der Verbindungen zur Polizei hat und über Jahre sein Unwesen treibt. Mein Name ist Ruby Jones. Ich bin Journalistin und arbeite mit dem Kriminalreporter Neil Mercer an dem ungelösten Fall. Wir untersuchen das Verschwinden und den mutmaßlichen Mord an Trudie Adams. Das war ein Fall von immensem öffentlichen Interesse, mit der größten Personensuche in der Geschichte von New South Wales. Alle Zeitungen berichteten darüber. Jeder wollte wissen, was mit Trudie Adams passiert war. Es gab sogar eindeutige Verdächtige, aber nichts geschah. Nach Trudies Verschwinden berichteten mehrere junge Frauen im Bereich der Barrenjoey Road entführt und in der Wildnis vergewaltigt worden zu sein. Insgesamt meldeten sich 14 Frauen. Die Polizei vermutete, dass es eine Verbindung zwischen Trudies Fall und den Vergewaltigungen gab. Es kristallisierten sich zwei Gruppen von Verdächtigen heraus. Anfänglich wurde keine von ihnen eingehend untersucht oder gar angeklagt. Sie gerieten früh ins Visier der Polizei. Warum hat man sie nie gekriegt? Wer auch immer Trudie entführte, ist mit der Tat davongekommen. Wer auch immer 14 junge Frauen vergewaltigte, ist damit davongekommen. Keinem der Opfer wurde Gerechtigkeit zuteil. Vielleicht finden wir einen Hinweis, der aus irgendeinem Grund übersehen wurde. Damals, als sie verschwand. Dieser Fall hat eine gesellschaftliche Dimension. Er zeigt, dass Gewalt gegen Frauen oft ungestraft blieb. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute will die Gesellschaft, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Was geschah an dieser Nacht auf der Barrenjoey Road? Seit Trudies Verschwinden hat die Polizei 4-mal in dem Fall ermittelt. Wir haben Zugang zu den Akten beantragt. Er wurde uns verweigert mit der Begründung, man wolle Rücksicht auf Trudies Familie nehmen. Wir baten Trudies Bruder John um ein Interview, doch er hat ebenfalls abgelehnt. Der Fall hat tiefe Wunden hinterlassen. Es ist uns sehr wichtig, bei dieser Untersuchung an die Familie zu denken, damit ihr Gerechtigkeit widerfährt, Trudies Andenken in Ehren gehalten wird und Antworten gefunden werden. Heute ist die Manly Daily dran. Wir haben einige Fragen bezüglich der anfänglichen Ermittlungen nach Trudies Verschwinden. Scheinbar kam es damals zu einem Konflikt zwischen einer lokalen Zeitung und der Polizei. 28. Juni 1978. Große Angst um vermisstes Mädchen. Die 18-Jährige aus Avalon wurde zuletzt vor 3 Tagen gesehen, als sie in einen Lieferwagen einstieg. Wurde sie ermordet. Ihr Passfoto. Eine Woche zuvor aufgenommen, für ihre Reise nach Bali. Hier heißt es bereits, dass sich weitere junge Frauen gemeldet hätten, die berichteten, ebenfalls angegriffen worden zu sein. 2 Mädchen wurden von einem Mann mit einer Pistole bedroht, nachdem sie bei ihm eingestiegen waren. Sie mussten sich auf den Boden des Fahrzeugs legen, wo er sich an ihnen verging.
Die meisten Opfer meldeten ihre Vergewaltigung erst, nachdem Trudie verschwunden war. Sie sagten aus, dass sie zu verängstigt gewesen seien. Als die Manly Daily Reporter fragten, weshalb, funkte die Polizei dazwischen. Personen in hohen Positionen haben versucht, die Berichterstattung der Manly Daily darüber zu unterdrücken. Aber die Zeitung wird nicht schweigen, sondern ihrer Pflicht nachkommen. Was meinen Sie? Das impliziert eine Drohung. Wenn ihr weiter darüber schreibt und die Polizei kritisiert, sprechen wir nicht mehr mit euch. Das waren nicht die Ermittler. Nein, Personen in hohen Positionen. Auf hoher Ebene. Rein vom Wortlaut her könnte es aus den obersten Rängen der Polizei geheißen haben, wir haben hier ein Riesenproblem. Eine junge Frau ist verschwunden. Wahrscheinlich wurde sie ermordet. Plötzlich melden sich zahlreiche weitere Opfer, die zu verängstigt waren, zur Polizei zu gehen. Das lässt die Polizei von New South Wales in einem sehr schlechten Licht dastehen. In den späten 1970ern drängten die Zeitungen die Polizei, der Drogenkriminalität Einhalt zu gebieten. Sydneys Northern Beaches waren ein Hotspot für den Drogenhandel. Trudie hatte eine Reise nach Bali geplant. Ihre Mutter Connie vermutete, dass sie unter Druck gesetzt wurde, als Drogenbote zu fungieren. Ihre Mutter starb, ohne je die Wahrheit zu erfahren. Welche Rolle spielte der eskalierende Drogenhandel im Fall von Trudie Adams Verschwinden? Hallo? John, wie geht's? Gut. John McRitchie ist der Archivar von Manlys Stadtbibliothek. Er hat den Fall und die Drogenszene der Northern Beaches 10 Jahre lang recherchiert. 23. Juni 1979. Ein Jahr später. Er erwähnt den Drogenverdacht. Mrs. Adams vermutet, dass ihre Tochter getötet wurde, weil sie in einen Drogendeal hineingezogen wurde. Sie habe einen Brief gefunden, der dies ankündigte. Trudie hätte jeden Drogendeal angezeigt, sagte ihre Mutter. Sie war gegen Drogen. In den 70ern wurde in jeder Ausgabe über das Drogenproblem berichtet. Hier. Heroindealer mit Ware im Wert von $20.000 gefasst. Der gesellschaftliche Abszess. Richter sprengt Drogenszene. Haben Sie den Eindruck, dass nicht alles untersucht wurde? Ja, das war mehr als ein einfacher Sexualmord. Sie hat sich mit den Falschen eingelassen. Und sich widersetzt. Ja, bei dem, was die Zeitungen hier und da durchscheinen lassen, wird einem bange um das Mädchen. Da weder Trudies Leiche noch Sachbeweise gefunden wurden, haben Theorien wie die von John fortbestanden. Wie wir ist er nicht nur an ihrem Tod interessiert, sondern an ihrem Leben. Die 12-jährige Trudie Adams möchte eine Ballerina werden. Sie hat in der 3. Klasse eine Auszeichnung im klassischen Ballett erhalten. Sie hatte den klassischen Mädchentraum. Ja. Sie hatte solch eine Zukunft. All das wurde weggeworfen. Da war sie 12. Irgendein Widerling hat ihr alles genommen. Ich komme nicht darüber hinweg. Ich habe es immer so im Hinterkopf. Wir müssen immer daran denken, was wir für Trudies Familie erreichen wollen und für die ganze Gemeinde. Wir wollen herausfinden, was Trudie zugestoßen ist, wer es getan hat und wo ihre Leiche ist. Wurde Trudie getötet, weil sie sich weigerte, als Drogenkurier zu arbeiten? Ihre Mutter sagte, sie hätte einen Brief gefunden, der diese Theorie bekräftigt. Doch wo ist dieser Brief? Trudie wollte nach Bali reisen. Ihre Mutter war überzeugt, dass ihr im Zusammenhang mit dieser Reise etwas zugestoßen ist. Wenn sie einen Brief gefunden hat, der auf einen Drogendeal hindeutete, hätte sie ihn sicher der Polizei gegeben. Das würde man meinen. Wir haben keinen Zugang zu dem Beweismaterial der Polizei, aber wir werden nach diesem Brief suchen, um herauszufinden, ob Trudies Verschwinden tatsächlich mit Drogen in Verbindung stand. Es gibt noch ein Rätsel, das die Ermittlungen von Beginn an erschwerte. 2 unterschiedliche Aussagen bezüglich der Marke und der Farbe des Fahrzeugs, in das Trudie eingestiegen ist. Ursprünglich fahndete die Polizei nach einem grünen VW-Transporter. Das war die erste Funkmeldung. Aber am nächsten Tag wurde nach einem hellen Lieferwagen gefahndet.
Es kristallisierten sich zwei Kreise von Verdächtigen heraus. Einer in Verbindung mit dem Holden Panel Van, der andere mit dem Kombi-Van. Trudies boyfriend from a time, Steve Norris, was the last one to see her alive as she got into a panel van after a dance at the Newport Surf Club in 1978. Norris war sich immer sicher, dass er einen beigen oder hellbraunen Holden Panel Van sah. Doch Trudies Mutter Connie war überzeugt, dass er ihr gegenüber von einem grünen VW-Transporter gesprochen hat. Ich habe wohl kaum von einem grünen VW-Transporter gesprochen, da ich es besser wusste. Ist mir ein Rätsel. Zuerst nehmen wir den Verdächtigen unter die Lupe, der einen hellen Holden Panel Van besaß. Neville Brian Tween, ein Tresorknacker, Drogenhändler und verurteilter Sexualstraftäter. Obwohl er 2013 im Gefängnis starb, werfen Tween und seine Verbindungen zur Polizei noch immer einen langen Schatten auf Trudies Verschwinden und die Vergewaltigungsfälle. Denn mehrere Opfer haben Tween als einen der Vergewaltiger identifiziert. Alle Opfer waren zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie wurden nachts mitgenommen, meist in der Gegend von Newport, meist beim Trampen. Die Übergriffe waren besonders grausam. 1978 lebte Tween in dieser Gegend. Er kannte die Strände und das Buschland. Doch obwohl die Frauen ihn identifizierten, wurde er nie zu Trudies Verschwinden oder den Vergewaltigungen befragt. Sie hatten ausreichend Beweise, um gegen diesen mutmaßlichen Angreifer und Vergewaltiger vorzugehen. Dennoch ist nichts passiert. Er wurde nie verhört oder angeklagt. Sie haben ihre Chance verpasst. Sie konnten ihn nicht befragen. Die Ermittler haben ihn zu Hause aufgesucht, aber er hat nicht mit ihnen gesprochen. Hätten sie ihn anklagen können, wäre das anders gelaufen. Er war ein knallharter, gewalttätiger Krimineller. Er wusste, dass er nicht aussagen musste. Ich frage mich, weshalb die Polizei nicht härter gegen Neville Tween vorging. Da man Trudies Leiche nicht finden konnte, liefen alle Ermittlungen ins Leere. Doch 6 Monate nach Trudies Verschwinden geriet ein neuer Kreis von Verdächtigen ins Visier der Polizei. Mehrere Zeugen hatten eine Gruppe junger Männer prahlen hören, sie hätten Trudie Adams getötet. Sie waren häufig an den Northern Beaches gewesen. Und einer besaß einen grünen VW-Transporter. Das waren die ersten Verbindungen zwischen den sogenannten Roselands Lads und Trudie. Wer waren diese jungen Männer und entsprach ihre Prahlerei der Wahrheit? Es war eine lose Gruppe junger Kerle, die am Einkaufszentrum in Roselands abhingen. Sie stammten aus den westlichen Vororten. Ihr Anführer Ray veröffentlichte seine sogenannten Ray-Reports. Es ging um Prügeleien und andere Dinge, die er gemacht hat. Es ging darum, den starken Macker zu markieren. Die Geschichten, die die Roselands Lads über Trudie erzählten, waren so grausam, dass sie nur schwerlich zu wiederholen sind. Einige erzählten, dass sie Trudie mit einem grünen VW-Bus aufgelesen und versucht hätten, Sex mit ihr zu haben. Trudie sei rausgesprungen und mit dem Kopf gegen einen Mast geschlagen. Danach hätten sie sich an ihr vergangen und ihre Leiche entsorgt. Diese Geschichte wurde der Polizei 1983 von einer Zeugin zugetragen, die mit einem der Roselands Lads zusammen gewesen war. Sie sagte, ihr Freund habe ihr die Geschichte gestanden, nachdem sie einen Artikel über den Fall gelesen hatte. Eine andere Version der Ereignisse war noch bizarrer. Laut dieser Version haben einige der Roselands Lads Trudie mit einem Transporter mitgenommen. Dabei tauchte ein weißer Lieferwagen hinter ihnen auf, der ihnen dann eine Weile folgte. Der weiße Panel-Van soll dem grünen VW-Bus gezielt nachgefahren sein. Als die Roselands Lads am Straßenrand parkten, hielt der Lieferwagen hinter ihnen an. Dann fuhr er weiter.
tauchte aber später nochmals auf, als die jungen Männer Trudies Leiche verscharrten. Laut dieser Version waren ein Lieferwagen und ein grüner Transporter involviert. Tatsache ist, dass es genug Leute gab, die die Prahlereien gehört hatten und dachten, da könnte was dran sein. Ich melde das lieber der Polizei. Dennoch wurden die Roselands Lads von der Polizei nicht ernsthaft als Verdächtige in Betracht gezogen. Die Frage ist, weshalb nicht? Das wirft etliche Fragen bezüglich der anfänglichen Ermittlungen auf. Besaß man die nötigen Ressourcen? Wie lange wurde ermittelt? Nachdem man Trudies Leiche nicht finden konnte, wurden die Beamten anscheinend auf andere Fälle angesetzt. Und die Spur wurde kalt. Aber die Geschichte der Vorstadtjungs war noch lange nicht vorbei. In den 90ern erhält die Polizei einen Tipp, der erneut nach Roselands führt. Die Polizei geht nun von einem lindgrünen VW-Transporter aus, in dem sich mehrere Männer befanden. Der Fall wird neu aufgerollt. Wir haben zuverlässige Informationen. Das ist der größte Durchbruch im Fall Trudie Adams. Die Ermittlungen gegen die Roselands Lads werden wieder aufgenommen. Jene, die ihr nahestehen, schöpfen neue Hoffnung. Trudies Freund Stephen Norris hatte sie als letzter gesehen und bei der Suche geholfen. Er zeigte sich heute erleichtert. Ich hatte immer gedacht, dass eines Tages ein neuer Hinweis auftaucht. Es hat 17 Jahre gedauert. Eine lange Zeit. Man ist zuversichtlich, dass dieser Durchbruch zu Trudie Adams Mordern führen wird. Nach so langer Zeit wird ihr dunkles Geheimnis endlich aufgedeckt. Dieses Mal werden die Männer eingehend befragt und überprüft. Doch man findet nicht genug Beweise, um sie vor Gericht zu bringen. Das war furchtbar für Trudies Familie und Leute wie Stephen Norris. Man sieht ihm an, wie zuversichtlich er 1995 war, dass der Fall gelöst wird. Man hätte 1978 in richtiger Art und Weise gegen die Roselands Lads ermitteln sollen. Jahre später fiel ihnen auf, dass sie hier etwas übersehen hatten und versuchten, die Spur zu verfolgen. Ich will keine Rache. Nur wissen, was mit ihr passiert ist. Das ist doch das Recht einer Mutter, oder? Zerreißt mir das Herz. Ich denke jede Minute des Tages daran. Was ist also passiert? Wieso ließ die Polizei diese heiße Spur kalt werden? Wir treffen Gavin McKean, der den Fall neu aufgerollt hat. 2008 hat er alle Beweise und Indizien in Trudies Fall nochmals geprüft, auch in Zusammenhang mit den Roselands Lads. 1995 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, weil einige Übereinstimmungen zutage traten. Worum handelte es sich dabei? Sie besaßen einen grünen Transporter. Das war eine Übereinstimmung. Zudem hatte einer der Männer eine Freundin, die in dieser Gegend wohnte. Er hätte also einen Grund gehabt, sich dort aufzuhalten. An den Northern Beaches. Ja, genau. Bei meiner Begutachtung der Untersuchung zeigte sich recht deutlich, dass die Aussagen dieser Gruppe unglaubwürdig waren. Gerade bei Mordfällen, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen, kommt es häufig vor, dass Leute sich selbst als Täter darstellen. Uns mag das völlig widersinnig vorkommen, aber tatsächlich ist es gar nicht so ungewöhnlich. Diese Burschen haben geprahlt, ihre Hände im Spiel gehabt zu haben, aber mir schien das nicht plausibel. Genau das leuchtet mir nicht ein. Ich verstehe nicht, warum jemand derartige Geschichten erzählen würde. Ich verstehe oftmals nicht, warum Leute gewisse Dinge tun, aber es kommt vor. Sie erfinden Geschichten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, groß dazustehen. Einer dieser Männer hatte ein psychisches Problem. Das könnte ein Grund gewesen sein. Die Ermittler sind so vielen Spuren wie möglich nachgegangen. Aber sie konnten nicht ausreichend Beweise finden, um strafrechtlich gegen diese Männer vorzugehen.
Gavin McKean ist überzeugt, dass die Roseland-Sleds nur Beachtung finden wollten. Doch sie galten jahrzehntelang als Verdächtige in einem Mordfall. Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, dazu Stellung zu beziehen. Die Roselands Mall war Sydneys erstes großes Einkaufszentrum. Hier haben die Roseland-Sleds in den späten 70ern abgehangen. Wir wollen Ray finden, der damals ihr Anführer war. Wir werden an seine Tür klopfen. Er besaß einen grünen VW-Transporter, als Trudie verschwand. Und er gehörte zu den jungen Kerlen, die prahlten, Trudie entführt, vergewaltigt und ermordet zu haben. Wir wissen, dass einige Mitglieder seiner Familie eine kriminelle Vergangenheit haben. Sie werden also kaum erfreut sein, uns zu sehen. Ray war nicht zu Hause, aber ein Familienmitglied gab uns seine Handynummer. Heftiges Telefonat. Seine Worte waren, das ist alles völliger Mist. Wir hatten nichts damit zu tun. Die Scheiße haben die Cops sich ausgedacht. Hat er den grünen Bulli erwähnt? Ich sagte, Sie hatten doch einen grünen Transporter. Er meinte, ja, aber ich konnte ihn damals gar nicht fahren. Das ist völliger Schwachsinn. Er war sauer wegen der Ermittlungen. Er war wütend, dass er verhört wurde. Seiner Meinung nach wollte sich die Polizei von New South Wales an seiner Familie rächen und hat versucht, ihm den Trudie Adams-Fall anzuhängen. Dabei hätte er nichts damit zu tun gehabt, alles reiner Unsinn. Das sollte er öffentlich sagen. Dazu habe ich ihm geraten. Er meinte nein. Bei seinem Verhör leugnete Ray, in den Fall verstrickt gewesen zu sein. Er hätte auch nie diesbezüglich geprahlt. Wir stimmen McKean und dem Untersuchungsrichter zu. Es ist unwahrscheinlich, dass die Roseland-Sleds Trudie entführt und getötet haben. Aber wie steht es um die damaligen Polizeiermittlungen? Wenn man sich die Medienberichte von 1995 ansieht, ist es verwunderlich, wie zuversichtlich die Reporter schienen, dass nun die Täter überführt würden. Aber wahrscheinlich war das reine Strategie und sie wollten die Roseland-Sleds verunsichern. Wären sie schuldig gewesen, hätten sie sich wohl gegenseitig angerufen und dabei Informationen preisgegeben. Sicher wurden sie abgehört. Ich schätze, dass man deshalb eine solche Gewissheit an den Tag legte. Wir bekommen neue Hinweise, die uns von einem ursprünglichen Verdächtigen zugetragen werden. Stephen Norris war Trudies Ex-Freund und hat sie als letzter lebend gesehen. Nach unserem Interview mit ihm sind wir überzeugt, dass er nicht in den Fall verwickelt war. Nun hat er uns mit unerwarteten Neuigkeiten angerufen. Norris besitzt Dokumente, die bei den Ermittlungen als Beweismaterial dienten. Er hat uns angeboten, sie einzusehen. Hoffentlich finden wir Indizien der ursprünglichen Untersuchung von 1978, damit wir einen Eindruck bekommen, welche Informationen sie erhielten und wie sie vorgegangen sind. Vielleicht können einige der Dokumente gewisse Fragen beantworten, die wir uns seit dem Beginn unserer Nachforschungen stellen. Das sind die besagten Dokumente. Hier sind die Aktenordner. Seit wann haben Sie die? Seit der Untersuchung von 2011. Für einen Reporter ist das, als würde man hier einen Schatz finden. Ja, hier steht alles drin. Ab Tag 1. Eine komplette Zusammenfassung. Von der gerichtlichen Untersuchung. 24.06.78. Die Vermisstenmeldung mit der Adresse ihrer Eltern. Zuletzt gesehen, etc. An diese wertvollen Details könnten sich nicht einmal mehr die damaligen Ermittler erinnern, denn das ist 40 Jahre her. Eine genaue Abhandlung der Ereignisse. Alles festgehalten. Samt Zeugenaussagen. Über Hunderte von Seiten. Ja. Viel über die Roseland-Sleds. Was war Ihr Eindruck? Ich hatte gleich das Gefühl, dass sie nur große Töne gespuckt haben. Da war nichts dahinter. Das war mein Eindruck. Dokumente zu Tween.
Personen melden sich mit Informationen. Ein Bericht fiel mir auf. Es geht um Tweens Kumpan. Er hat wohl im Knast über die Mädchen gesprochen, die an den Northern Beaches mitgenommen wurden. Zum ersten Mal bekommen wir Neville Tweens mutmaßlichen Komplizen Leonard Evans zu Gesicht. Laut einem Mithäftling soll Evans beim Hofgang Folgendes gesagt haben, was er später leugnete. Tweenie und ich hatten eine nette Sache am Laufen. Wir sind den Highway entlang gecruised und haben nach jungen Tramperinnen Ausschau gehalten. Wir ließen das Mädel hinten einsteigen, sind losgefahren und haben ihr die Knarre ins Gesicht gehalten. Und so weiter. Die Opfer sagten, ihre Entführer hätten Perücken und falsche Bärte getragen. Wir haben ihr Handschellen angelegt und sind dann zu unserem privaten Spot im Nationalpark gefahren. Fotos vom Beweismaterial. Handschellen sichergestellt im Buschland bei Terry Hills. Die meisten Mädchen, die sich meldeten, haben etwas Ähnliches ausgesagt. Sie wurden mit einer Waffe bedroht und in die Wildnis gefahren. Es passierte etliche Male, von 1974 bis 1978. Ja, es klingt nach derselben Vorgehensweise, wie ein Muster. Da steht eine Menge drin. Könnten wir die für einige Monate haben, um sie durchzusehen? Ja. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Danke. Gern. Vielen Dank. Kein Problem. Los geht's. Ich bin gespannt, wie man gewissen Spuren nachgegangen ist. 7 Aktenordner voller Antworten. Nummer 5. Und der 7. Als erstes suchen wir nach dem Brief, der laut Connie Adams von einem Drogendeal sprach. Fehlanzeige. Aber wir finden einen anderen Brief, der einen Einblick in Trudies Welt gibt. Diesen Brief hat Trudie am Samstag geschrieben, am Tag vor ihrem Verschwinden. Sie schreibt an eine Freundin in Canberra. Sie wirkt so fröhlich, sorgenfrei und süß. Ich habe gerade mit Mama Zeitung gelesen und Avocado gegessen. Lecker! Ausrufezeichen. Wie süß! Sie schreibt, dass Norrie, also Norris, da war. Sie haben Wein getrunken und abgehangen. Wir leeren auf eine Flasche, rauchen Kippen oder schleichen für einen Haschkeks raus. Viele Ausrufezeichen. Connie Adams vermutete, dass jemand Trudie auf ihrer Bali-Reise als Drogenkurier einspannen wollte. Trudie erwähnt hier den Urlaub und Drogen, aber nicht in diesem Sinne. Stell dir vor, wie ich auf Bali lande, aus dem Flieger steige und meine gechillten Bali-Hippie-Freunde am Zaun winken. Sie freut sich tierisch auf Bali und schreibt ihrer Freundin, keine Sorge, wir bringen dir was Hübsches von dort mit. Und in Klammern, ups, ich meine keine Drogen. Es ist ironisch, dass sie hier darüber scherzt. Ein paar Wochen später werden die Leute spekulieren, ob sie als Drogenkurier arbeiten sollte. Und hier witzelt sie darüber. Hier ist ein Verhörprotokoll. Es geht um eine Gruppe junger Leute, die tatsächlich etwas geschmuggelt haben. In Trudies Gegend wohnten und sie kannten. Eine Frau sagte auf die Frage, was sie von der Theorie hielt, dass Trudie als Drogenbote angeheuert wurde, lachhaft. Interessant. Sie wurde wegen eines Drogendelikts verurteilt, kannte Trudie und sagte keinesfalls. Diese Leute hatten es getan. Sie wurden erwischt und fanden es lachhaft, sich Trudie bei so etwas vorzustellen. Ja. Es gab das Gerücht, dass ein Drogensyndikat von ihr verlangte, Ware einzuschmuggeln. Sie sich weigerte und deshalb umgebracht wurde. Das haben wir widerlegt. Die Polizei glaubte nicht daran und ich auch nicht. Sie wollte auf Bali Urlaub machen und freute sich sehr darauf. Wir müssen mit Leuten reden, die Neville Tween kannten. Im Buschland findet man Hinweise darauf, was Trudie Adams zugestoßen sein könnte. Scheinbar handelt es sich um dieselben Täter. Sie haben die Mädchen in dieses Gebiet gebracht. Eines hat den Ort der Vergewaltigung genau beschrieben.
Neville Tween leugnete bis zu seinem Tod 2013 in Trudies Fall und die Vergewaltigungen verwickelt gewesen zu sein. Dabei haben einige Opfer ihn als Täter identifiziert. Zudem war er vorbestraft, wegen eines unsittlichen Angriffs im Ku-ring-gai National Park. Wir werden diese Tat untersuchen, um festzustellen, ob es Parallelen zu den 14 Vergewaltigungen und Trudies Verschwinden gibt. 1975 untersuchte Detective Bob Inkster ein Verbrechen, das sich im Buschland nahe der Northern Beaches zugetragen hatte. Wonach haben Sie hier gesucht? Wir hatten einen Anruf von unseren Kollegen aus dem Norden Sydneys erhalten. Es ging um einen schweren sexuellen Übergriff. Sie hatten einen Verdächtigen, von dem sie nur wussten, dass er Neff genannt wurde und ein Maschinengewehr besaß. Da läuteten bei den Leuten in meinem Büro die Alarmglocken. Sie wussten, wer Neff war? Es musste Neville Brian Tween sein. Der aktenkundige Tresorknacker und Sprengstoffexperte Tween war verhaftet worden, weil er in einen Militärstützpunkt eindrang, um ein Maschinengewehr und andere Waffen zu stehlen. Könnte es hier gewesen sein? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber die Stelle sah ziemlich ähnlich aus. Die Ermittler fanden in der Wildnis gestohlene, aufgesprengte Tresore, ein Versteck mit Alkohol, der von einem Raubüberfall stammte, sowie Damenunterwäsche. Doch bei dieser Gewalttat war das Opfer ein Mann. Der junge Mann hatte im Norden Sydneys Cannabis in kleinen Mengen verkauft. Er traf auf einen gewissen Gary Bett, der ihm ein Päckchen abkaufte. Bett gab es Neville Tween, der es öffnete und feststellte, dass das Cannabis mit gehackten Grashalmen und Petersilie gestreckt worden war. Der Dealer hatte seine neuen Kunden unterschätzt. Tween ließ sich nicht übers Ohr hauen. Bett fuhr den Dealer hierher. Dann trat Tween aus dem Gebüsch. Er trug einen Overall, einen Motorradhelm und ein Maschinengewehr. Dann hat er um den Jungen herum in den Boden geschossen. Dann wurde dem Opfer befohlen, sein eigenes Grab zu schaufeln. Sie gaben ihm Hacker und Schaufel und sagten, los, Grab. Der junge Mann flehte um sein Leben und versprach, sie mit einer großen Geldsumme zu entschädigen. Sie zwangen ihn, Frauenunterwäsche anzuziehen und führten grausame Sexualakte mit ihm durch. Unter anderem musste er Bett oral befriedigen und bekam Würste in den Anus eingeführt. Ich weiß nicht warum, aber Neville Tween hat Polaroid-Fotos davon gemacht. Kaum freigelassen ging der junge Mann zur Polizei, worauf Inksters Team bei Neville Tween eine Razzia durchführte. Tween hätte das Maschinengewehr bei sich haben können. Wir haben die Haustür aufgebrochen. Er kam aus dem Schlafzimmer gerannt und wurde umgehend verhaftet. Bei der Durchsuchung entdeckte die Polizei die Polaroid-Fotos. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie die Polaroid-Fotos in seinem Haus fanden? Haben wir dich. Das war unser Gedanke. Neville Tween und Gary Betts mussten für dieses brutale Verbrechen nur 6 Monate Haft verbüßen. Und ein Detail bereitet Inkster bis heute Sorgen. Das war 3 Jahre bevor Trudie Adams verschollen ist und etliche Übergriffe gemeldet wurden. Ich habe mich oft gefragt, weshalb sie hier im Busch diese Mädchenunterwäsche hatten. War das vielleicht eine Trophäe, die sie von einem früheren sexuellen Übergriff behalten hatten? Es würde Sie nicht überraschen, wenn auch einige der anderen Vergewaltigungen auf sein Konto gingen? Nein, gar nicht. Er war ein brutaler, teuflischer Krimineller. Er wäre zu jeder Art von Verbrechen fähig gewesen. Mord? Es wäre ihm zuzutrauen gewesen.
Als Trudies Fall 2011 erneut untersucht wurde, berichtete Gary Bett von seinem Zerwürfnis mit Tween nach ihrer Verurteilung. Als Tween seinem früheren Komplizen drohte, verschwinde oder ich lass dich verschwinden, flüchtete dieser nach Victoria. Bett sagte, Tween sei nicht nur verrückt, sondern sexuell pervers. Ich möchte nicht von ihm nachts durch eine dunkle Gasse gejagt werden. Er ist ein harter Typ. Offensichtlich war Neville Tween brutal und gefährlich. Doch hätte er alle 14 Vergewaltigungen im Nationalpark begehen können? In den 1970ern verbüßte Tween mehrere Haftstrafen. Ich werde die Daten der Vergewaltigungen mit den Phasen abgleichen, in denen er auf freiem Fuß war. 1971 passierten die ersten Übergriffe, von denen wir wissen. Es waren 2. Im selben Jahr zog Tween nach Adelaide. Im Juli kam er für 3 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Während seiner Haftzeit wurden keine Vergewaltigungen dieser Art gemeldet. 1975 kam es zu dem Angriff auf den jungen Mann, für den Tween verurteilt wurde. In dem Jahr wanderte er wieder ins Gefängnis. 1977 passierten weitere Vergewaltigungen. 1978 war dann das Jahr, in dem die Fälle kulminierten. Im April gab es 2 brutale Vergewaltigungen. Und am 25. Juni verschwand Trudie Adams. Es ist heftig, das so aufgelistet zu sehen. Es herrschte Ruhe, solange er nicht da war. Nur wenige Monate nachdem er wieder in die Gegend gezogen war, passierten die nächsten Übergriffe. Das führt einem vor Augen, wie gefährlich es damals war, hier zu leben. Alle paar Wochen wurde eine Frau mitgenommen. Zwischen den Vergewaltigungen und Tweens Übergriff auf den jungen Dealer gibt es auffallende Parallelen. Wie wird jemand zu derartigen Gewalttaten fähig? Wir werden uns Tweens kriminelle Historie genauer ansehen. Der pensionierte Polizist Brian McVicker ging mit Neville Tween zur Schule. Welcher ist er? Das ist Neville. Da war er 12 oder 13. Der Strahlemann. Ja, sein Gesicht hatte immer etwas Engelhaftes. Er lächelte stets, war in sich gekehrt und sehr ordentlich. Haben Sie in der Schulzeit je mitbekommen, dass er jemanden eingeschüchtert oder bedroht hat? Nein, aber er ist wohl in Läden eingebrochen. Eines Tages sagte jemand, Neville hat die Taschen voller Lollis. Es hieß, er wäre irgendwo eingestiegen und hätte sie geklaut. Kollegen erzählten mir später, dass er der härteste Bursche war, mit dem sie es je zu tun hatten. Ich kannte ihn immer als Neville Tiffin und erfuhr erst viel später, dass sein tatsächlicher Name Tween war. Tween sollte sich noch häufiger Decknamen zulegen. Ich möchte Ihnen Tweens Strafregister zeigen, das bei der gerichtlichen Untersuchung vorgelegt wurde. Es beginnt mit seinen Decknamen. Tiffin, Tween, dann Fraser, Anderson. Die erste Straftat im zarten Alter von 9 Jahren. Mit 9 geht's los. Und es geht weiter. Einbruch, Diebstahl, Widerstand gegen die Polizei, Diebstahl, böswilliger Schaden, Besitz von Sprengstoff. Spannende Lektüre. Hier sieht man, dass er langsam in die Drogenszene eingestiegen ist. Er war im Besitz von Drogen und baute sie an. Er hat sich neu orientiert. Neuer Modus operandi. Als junger Detective traf er in Sydney zufällig auf seinen ehemaligen Klassenkameraden und stellte fest, wie unterschiedlich sie geworden waren.
Ich kam gerade aus dem Gericht und war auf dem Rückweg zum Revier, als er mir auf dem Gehweg entgegenkam. Ich sagte, "Hallo Neff." Er verleugnete sich und sagte, "Ich heiße nicht Neville." "Komm, wir sind zusammen zur Schule gegangen." Er meinte, "Sie verwechseln mich." Ich sah, dass er auf ein Hotel zusteuerte. Da ich seinen Ruf kannte, habe ich aus der nächsten Telefonzelle das Einbruchsdezernat angerufen. Er war als Tresorknacker aktenkundig. Sie haben 3 Kollegen geschickt, die ihn in der Hotelbar aufsuchten, wo er mit Len Evans saß. Derselbe Len Evans, der einem Zellengenossen erzählt haben soll, dass Tween und er im Nationalpark Frauen vergewaltigt hätten, was Evans später leugnete. Können Sie sich vorstellen, dass er von diesen Verbrechen zu Vergewaltigung und Mord übergegangen ist? Nach dem, was ich von ihm weiß, war er zu allem fähig. Es war faszinierend, mit jemandem zu sprechen, der Neville Tween als Junge kannte. Er ist schon damals auf die schiefe Bahn geraten. Aus welchem Grund wissen wir nicht. Damals war er gerade mal 9. Das können wir leider nicht zurückverfolgen. Warum hat es trotz Tweens Strafregister und all den Indizienbeweisen 30 Jahre gedauert, bis er zu den Vergewaltigungen in Trudies Fall vernommen wurde? Der 70-Jährige bestritt jegliche Mittäterschaft an den Vergewaltigungen in den 1970ern und am Verschwinden des Teenagers. 2008 wurde der ungeklärte Fall neu aufgerollt und $250.000 Belohnung für jeden Hinweis geboten, der zur Lösung führen würde. Gavin McKean war der Ermittler, der Tween endlich zu Trudie verhörte. Er musste nicht nach ihm suchen. Tween verbüßte eine 18-jährige Haftstrafe für den Versuch, Kokain ins Land zu schmuggeln. Ihm war bewusst, dass er im Gefängnis sterben würde. Ich bin kein Psychologe, aber er zeigte keinerlei Empathie. Ihn interessierte das Verbrechen, warum wir nicht eher zu ihm gekommen waren und was die Polizei falsch gemacht hatte. Es schien fast, als wollte er sagen, ihr konntet mich nicht kriegen, oder? Recht großspurig. In diesen Momenten ja. Er wiederholte immer wieder gewisse Sätze, etwa, nun, damals habt ihr es versäumt, mit mir zu sprechen, als würde er implizieren, warum jetzt, damals habt ihr versagt. Doch einige der erdrückendsten Beweise konnte McKean nicht nutzen. Die Täteridentifizierung anhand von Fotos entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen. In den 70ern wurden den Vergewaltigungsopfern 3 unterschiedliche Fotos des Verdächtigen gezeigt. Dieses Verfahren hat heute vor Gericht keinen Bestand mehr. Das ist ein heikles Phänomen. Die Fototafeln entsprachen den damaligen Bestimmungen, aber nicht denen des Evidence Acts von 1995. Eine nochmalige Durchführung hätte diesen Bestimmungen ebenfalls widersprochen. Einige der Opfer haben auch 30 Jahre später auf Tweens Fotos gezeigt und ihn als Täter identifiziert. Aber diesen Beweis konnte man nicht anführen. Der Test wurde mit einer inzwischen mangelhaften Tafel durchgeführt und kann nicht wiederholt werden. Doch weshalb konnte Tween 1978 einer Befragung entgehen? Kurze Zeit nach Trudies Verschwinden wurden die Ermittler von Tweens Anwalt angerufen. Er sagte, sein Mandant würde keine Fragen zu dem vermissten Fall beantworten. Er war als Anwalt in der Unterwelt bekannt. Ein Anruf von ihm könnte den verantwortlichen Ermittler unter Druck gesetzt haben. Der Anwalt hat den Anruf später geleugnet. Woher wusste er, dass sein Mandant unter Verdacht stand? Hegte man damals bei der Polizei den Verdacht, dass es eine undichte Stelle gab? Möglich. Könnte eine Warnung gewesen sein. Darüber kann man nur mutmaßen. Aber das waren die 70er, in denen das organisierte Verbrechen und Korruption innerhalb der Polizei ein Problem darstellten. Wenn man von jemandem aus diesen Kreisen angerufen wurde, war das vielleicht nicht unbedingt eine Drohung, aber durchaus eine Warnung, dass dieser Typ gute Verbindungen hatte.
Sollte Trudie Adams' Verschwinden und mutmaßliche Ermordung nie aufgeklärt worden sein, weil die Ermittlungen beeinträchtigt wurden, wäre das ein Skandal. Wir müssen herausfinden, ob genau das passiert ist. Offensichtlich hatte Tween Verbindungen, aber wie einflussreich waren sie? 2007 begann Detective Jason McLeod mit der Untersuchung eines ungeklärten Falls, in dem ein Heroindealer und seine Freundin ermordet wurden. Er entdeckte eine Spur, die zu Tween und Trudie führte. Andrea Wharton. Sie hatte mit Drogen zu tun und verschwand 1984. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Ihr Freund verschwand 1985. Seine Leiche wurde auch nie gefunden. Er verschwand, nachdem er sich in einer Kneipe in Manly mit Neville Tween treffen wollte. Neville Tween hat mit Jelowitsch Drogengeschäfte gemacht, bis dieser plötzlich verschwand. Im Jahr zuvor verschwand Jelowitschs Freundin, Andrea Wharton. Man kriegt Gänsehaut bei dem Gedanken, dass weder ihre noch seine Leiche noch Trudies Leiche je gefunden wurden. Es war das erste Mal, dass ein Polizeiermittler zwischen diesen Fällen einen Zusammenhang herstellte. Jason McLeod ging der Spur zu Neville Tween nach und wurde kurz darauf von dem Fall abgezogen. Was dann passierte, flößt ihm bis heute Angst ein. Er hat den Polizeidienst quittiert. Ist das hier links? McLeod hat sich erstmals zu einem Interview bereit erklärt. Er hofft, dass uns im Fall von Trudie Adams ein Durchbruch gelingt. Ich habe einen ehemaligen Beamten befragt, der Tween in den 1970er und 80er Jahren observieren sollte. Er sagte gleich, dass ihre Einsätze untergraben wurden. Sie warteten vor Tweens Haus. Ich glaube, es war in Terry Hills. Sie sollten ihn verfolgen. Tween kam aus dem Haus, ging die Straße runter und winkte ihnen zu. Er wusste Bescheid. Er wusste immer, was vor sich ging. Jemand informierte ihn. Jemand aus unseren Reihen, ja. Hatten Sie von Trudie Adams gehört? Bis dahin nicht. Dann führte der Fall von Jelowitsch und Andrea Wharton zum Fall von Trudie Adams und den Vergewaltigungen der jungen Frau. Es war offensichtlich, dass wir eine Sondereinheit aufstellen mussten, um das zu untersuchen. McLeods Vorgesetzte stimmten dem nicht zu. Der Fall hatte keine Priorität. Aber er war entschlossen, den Fall zu verfolgen. 2008 gab er seinen Ermittlungsplan jemandem, der in der Lage schien, die nötigen Weichen zu stellen. Mark Stanton, stellvertretender Direktor der Kriminalkommission von New South Wales, einer der einflussreichsten Männer der australischen Polizei. Er machte sehr deutlich, dass er an den Ermittlungen teilhaben und sie unterstützen wollte. Doch nichts geschah. Stanton schien die Ermittlungen zu verzögern. Er hat unser Treffen permanent verschoben. Ich war frustriert, denn wir mussten handeln. McLeod arbeitete weiter an dem Fall. Als er die Datenbank der Polizei durchsuchte, stieß er auf etwas, das ihn schockierte. Neville Tween wurde von Matthew Stanton als persönliche Referenz angegeben, auf seine Bewerbung bei der Polizei von New South Wales. Matthew Stanton ist der Sohn von Mark Stanton. Mir wurde erklärt, dass Neville Tween mit den Stantons auf Familienausflüge, Tauchausflüge und Campingtrips fuhr. Er galt als sogenannter Onkel. Mark und Matthew Stanton haben dementiert, dass Neville Tween als Referenz angeführt wurde. Aber Mark Stanton gab zu, dass seine Familie mit Tween befreundet war. Eine Tatsache, die McLeod alarmierte. Hier war etwas unglaublich faul. Ich kann kaum mit Worten beschreiben, wie verdächtig ihr Verhältnis war. Mark Stanton hatte auch berufliche Verbindungen zu Neville Tween. Wie wir erfuhren, hat er Tween 1994 als Informanten registriert. Aber ging ihre Beziehung darüber hinaus? Ich fand heraus, dass Mark Stanton Neville Tween im Gefängnis besucht hat, nachdem ich ihm meinen Ermittlungsplan vorgelegt hatte.
Da er Tweens gewaltsame Vergangenheit kannte, bekam McCloud Angst. Mir war sofort klar, dass meine Ermittlungen und meine eigene Sicherheit gefährdet waren. Hier ging es um größere Probleme als nur diesen Fall. Es gab Tage, an denen ich morgens ins Auto stieg und einen Knall erwartete. Sie stiegen ins Auto und fürchteten, dass eine Bombe hochgehen könnte. Ja, diese Typen kannten sich mit Sprengstoff aus und hätten jeden aus dem Weg geräumt. McCloud erzählte seinen Vorgesetzten, was er herausgefunden hatte. Doch nichts geschah. Er musste den Fall abgeben. Verängstigt und desillusioniert hat er den Polizeidienst quittiert. Der emotionale Schaden war so groß, dass es gut war zu gehen. Ich musste das hinter mir lassen und einen Neuanfang machen. Enttäuschend, aber wahr. Doch das Netz, das Tween und Stanton verband, war gerade erst dabei, sich zu offenbaren. 2008 wurde Mark Stanton verhaftet, weil er an einem Komplott zum Import von Pseudoephedrin beteiligt war, mit dem die Droge Crystal Meth hergestellt wird. Einer der höchsten Polizeibeamten des Landes war korrupt und eng befreundet mit einem notorischen Verbrecher und Sexualstraftäter. Wann lernten Sie sich kennen? Wohl in den späten 70ern, etwa zu der Zeit, als Trudie verschwand oder danach. Der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt, aber er ist extrem wichtig. McCloud vermutet, dass ihre Verbindung etwa zeitgleich mit Trudies Fall begann. Sie könnten sich also schon 1978 getroffen haben. Dem müssen wir nachgehen, um den Zeitpunkt genau einzuordnen. Da Neville Tween tot ist, könnte Mark Stanton eine der letzten lebenden Personen sein, die Informationen zu Trudie Adams hat.